Stadtratmitglieder hörten alle Bürgerbeschwerden. City council members listened to all citizens' complaints. Wir beginnen ein neues Geschäft, das Limousinen für Hochzeiten und Partys ausleiht. We're starting a new business hiring out limousines for weddings and parties. Die Kampagne: Wir haben Tausende von Dollars in Beiträgen erhalten. The campaign: We have received thousands of dollars in contributions. Ihr Gesang würde eine professionelle Sängerin schämen. Your singing would put a professional singer to shame. Wir denken, dass neben dem Gehalt das Hauptproblem die Arbeitsbedingungen ist. We think that besides salary the major issue is working conditions. Wir waren interessiert, über die Konferenz zu hören. We were interested to hear about the conference. Tom war ein professioneller Basketballspieler. Tom used to be a professional baseball player. Wenn die Dinge schief gehen und ihre Gewinne niedrig werden. If things go wrong and your profits become low. Dein Gesang setzt professionelle Sänger zur Schande. Your singing puts professional singers to shame. Geben Sie nicht den negativen Eindruck über Ihren Job. Don't give the negative impression about the job. Wir wären Ihnen dankbar, wenn Sie uns eine Zusammenfassung geben könnten. We would be grateful if you could provide us with a summary. Tom ist ein lizenzierter, medizinischer Fachmann. Tom's a licensed, healthcare professional. Ich denke, es ist Zeit, dass das Rauchen in allen Büros ein für alle Mal verboten war. I think it's time that smoking was forbidden once and for all in all offices. Er ist arbeitslos, weil die Fabrik, wo er gearbeitet hat, geschlossen hat. He is unemployed because the factory where he worked has closed down. Ich lege eine Kopie unserer aktuellen Firmenbroschüre bei. I enclose a copy of our latest company brochure. Wir interessieren uns sehr für Ihre neue Produktpalette. We are very interested in your new range of products. Nur das Auto kann in der Sonderzone geparkt werden. Only the car may be parked in the special zone. Vergessen Sie nicht, mir Ihren Bericht zu schicken, wenn Sie ihn geschrieben haben. Don't forget to send me your report when you've written it up. Citrus Incorporated hat seit 2 Jahren kein Zitronengetränk produziert. Citrus Incorporated have not produced a lemon drink for 2 years. Weitere Informationen finden Sie in unserer Broschüre. Please refer to our brochure for further information. Wir müssen ein neues Geschäft trommeln oder wir werden in Konkurs gehen. We need to drum up some new business or we will go bankrupt. Janet sagt, dass sie im Moment sehr hart ist.
Janet says that she is very hard up at the moment. Ist unter Druck, von seiner Rolle als Firmen-C zurückzukehren. He is under pressure to step down from his role as company CEO. Du willst auch wissen, ob die Manga gewidmet ist. You'll also want to know if the manger is devoting. Ich war sehr überrascht, Ihre Botschaft zu erhalten. I was very surprised to receive your message. Für die 48 Mitarbeiter in 5 Büros stehen nur 10 Telefone zur Verfügung. Only 10 telephones are available for the 48 employees in 5 offices. Ihre gesamte Abteilung hat Anspruch auf Überstunden. Your entire department is entitled to overtime compensation. Können Sie mir Ihre nächste Woche bekannt geben? Can you let me know your availability next week? Richtig, zuerst geben Sie Ihren Namen langsam und klar. Right, first of all. Give your name slowly and clearly. Italienische Fachleute werden in der Regel von ihren Titeln angesprochen. Italian professionals are usually addressed by their titles. Nun, sicherlich sind deine Referenzen sehr gut. Well, certainly your references are very good. Die Regierung betrachtet jedoch ihre Politik. However, the government is considering its policy. Obwohl Susan mit 5 Firmen angewendet hat, interviewte er mit nur 2. Although Susan applied with 5 companies, he interviewed with only 2. Damit wir Ihre Bewerbung besser bewerten können, geben Sie bitte auch Referenzen an. So that we may better evaluate your application, please supply references too. Es war interessant, unser neues Umsatzziel zu sehen. It was interesting to see our new sales target. Für eine großzügige Rückkehr auf Ihre Fonds, investieren in zweite Vertrauensstellungen. For a generous return on your funds, invest in second trust deeds. Wir haben 100 Lehrer für unser neues Online-Unterrichtsprojekt unterschrieben. We have signed 100 teachers up for our new online teaching project. Ich möchte die letzten Arrangements durchlaufen. I'd like to run through the final arrangements. Ich bin so glücklich, in dieser Woche von Midterm-Prüfungen ist fertig. I'm so happy this week of midterm exams is finished. Die Vorschläge des Angestellten sind vertraulich. All employees' suggestions are confidential. Wir erweitern Marketingbemühungen in China, Frankreich und Großbritannien. We are expanding marketing efforts in China, France and the UK. Leros Büro ist auf der Südseite des Campus. Lee Ross office is on the south side of the campus. Ich denke, das Management sollte sich darauf verlassen. I think the management should be firm on this.
Hast du die Notizen vom heutigen Treffen aufgeschrieben? Have you written up the notes from today's meeting? Nur eine Sache fehlt. Können Sie mir die Kostenanalyse schicken? Just one thing missing. Can you send me the cost analysis? Einjähriges Interesse auf dem Konto betrug $120. 1 year's interest on the account amounted to $120. Wir hoffen, dass wir heute den Deal abschließen können. We were rather hoping to finalize the deal today. Auch wenn du glaubst, du weißt, was er sagen will. Even if you think you know what he wants to say. Könntest du mir bitte nachschauen? Could you check out the following for me, please? Wahren Reichtum macht ihn zu einem der reichsten Bürger Amerikas. Warren wealth makes him one of America's richest citizens. Die kostenlosen Spielkarten des Kunden wurden heute versandt. Each customer's complimentary game tickets were mailed today. 2 von ihnen sind verantwortlich für Inlandsverkäufe. 2 of them are responsible for domestic sales. Ich würde mich sehr freuen, dich am nächsten Dienstag zu besuchen. I would be very pleased to visit you next Tuesday. Unsere Regierung hat die Krankenhausreinigung an den privaten Sektor vergeben. Our government has contracted out hospital cleaning services to the private sector. Sie haben erfolgreich ihre Pläne zur Verlagerung der Firma nach Portugal gebracht. They successfully brought off their plans to relocate the company to Portugal. Trainer verlassen den Flughafen alle 30 Minuten. Coaches leave the airport every 30 minutes. Ich muss es mit meinem Mann und Kindern reden. I need to talk it over with my husband and children. Ich möchte Sie einladen, unser Büro zu besuchen. I would like to invite you to visit our office. Jeder der Delegierten der Frauenkonferenz trug ihren Namensschild. Every one of the delegates to the Women's Conference was wearing their name tag. Der Bürocomputer wurde gehackt und alle Dateien wurden gelöscht. The office computer was hacked into and all their files have been deleted. Sollten wir ein Taxi oder einen Bus in die Mall nehmen? Should we take a taxi or a bus to the mall? Einige der größten Hersteller des Landes werden untersucht. Some of the country's biggest manufacturers are being investigated. Senden Sie den Vertrag, die Ihnen von Freitag frisst. Send the contract to them by Friday's deadline. Wäre es möglich, für einen Ihrer Vertreter zu besuchen? Would it be possible for one of your representatives to visit? Freuen Sie sich, Sie in München im nächsten Monat zu sehen. Look forward to seeing you in Munich next month.
Professor John Vortrag war gut organisiert und informativ. Professor John lecture was well organized and informative. Können Sie die Sitzung am 21. in Deutschland bestätigen? Can you confirm the meeting on 21st in Germany? Alle außer ihm zieht ein Standmesser ging für die interne Kommunikation zu verwenden. Everyone except him prefers to use instant messaging for internal communication. Diese Lohnkürzungen waren verantwortlich für den Anstieg der Krankenstand. These pay cuts were responsible for the increase in sick leave. Ich bin für die Entwicklung und Vermarktung verantwortlich. I'm responsible for development and marketing.